Ich bin eigentlich auch relativ gut vorbereitet heute. Ich habe da hinten sogar eine Kerze. Man sieht es im Hintergrund da eine Kerze leuchten, weil heute ist ja der erste Advent. Der erste Advent. Und da habe ich mir gedacht, ach ja, machst du eine Kerze an? Und so und ganz schön und bla Gedöns und ja. Und deswegen, gut, das andere Spiel ist auch vorbereitet, was ich jetzt nochmal auch runtergeladen habe. Ich habe nicht nochmal ein anderes Spiel heute vorbereitet, falls wir fertig sein sollten heute mit Blues und Bullets. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Und ja, ja, da sind wir. Da sind wir wieder. Es ist Sonntag, es ist Sonntag. Ich freue mich riesig. Ich bin super müde, so wie jeden Sonntag. Ich habe wohl noch so, keine Ahnung, kurzen Moment geschlafen, aber es hat irgendwie meiner Meinung nach nichts gebracht. Hatte ich jetzt erst das Gefühl und dachte so, oh, scheiße, ich bin so müde, ich will nicht so müde sein. Ich freue mich ja auf Sonntag und bla. Und es ist ja auch so, ich freue mich wirklich. Aber irgendwie bin ich trotzdem müde. Ich muss auch noch was trinken. So ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen Backmaul hab. Was? So, ich kann mal hier den irgendwie so mal anklippen, weil der nervt mein Headset, so, damit der mal hier nicht so Probleme macht. So, cheers auf ein Wasserchen. Mm-mm. Oh, lecker Wasser. Zu essen habe ich jetzt auch nichts für heute Abend. Ja, habe ich schon überlegt, ob ich mir noch irgendwie was bestellen soll, das dann halt während dem Stream kommt. Was dann halt so wäre, aber kann man halt nichts machen. Ja, so, huch, es ist jetzt aber ziemlich groß. So, einmal gerade hier abchecken. Ach, ich wollte ja noch was gucken. Und zwar ging mir die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass ich noch was nachgucken wollte auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Und im Übrigen, alle Folgen oder viele Folgen vom Dings sind auch immer auf unserem YouTube-Kanal. Deswegen guckt nach, da äh, sind immer die, na, sag schnell, die Folgen, die wir jetzt hier auch machen, oder die ich jetzt hier auch mache, sind dann auch nochmal hier immer zu sehen. Und deswegen guckt mal drauf. Geiler Scheiß nach dem Free Weekend, okay. Das ist das. Wir haben so Aufrufe. So, jetzt wollte ich nochmal nachgucken. Wir haben jetzt 1300 Videos haben wir immer noch. Nice. Ja, gut. Morgen ist 28. Ja, gut. Okay. Schön. Huch. Wunderbar. Ja, gut, dann wollte ich nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Und starte Blues and Bullets. Da machen wir natürlich heute weiter bei Blues and Bullets. Und da will ich auch heute unbedingt weitermachen. Das wäre mir ganz lieb und ganz recht. Und, oh, ich muss noch umschalten. Zack. Umgeschaltet. Huch. So, jetzt. Ah ja. Och. Oh, es ist so mega laut immer noch. Ich habe schon niedriger gestellt. Komisch. So, ich muss jetzt nochmal den Chat rausholen. Entschuldigung, wenn das Bild gerade hängt. So. Wir wissen ja immer noch nicht, worum es geht. Wir haben am Anfang von der Szene ja gespielt, dass wir ein Mädchen wären, was gefangen ist. Und jetzt hat Al Capone uns gebeten, ein Mädchen... Ach nee, Moment. Spielen oder muss ich auf Spielstände? Szene 9. Vor 6 Tagen. Ja, das ist richtig. Da gehen wir natürlich rauf. Wir haben einen Anruf bekommen. Ja. Da muss ich auch spielen. Ah, genau. Da waren wir. Bei Szene 10. Ich erinnere mich, wir waren... Kann man nicht nochmal... Ah doch. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Ich finde die Aufmachung ja mega von dem Spiel. Und es ist so laut, Alter. Es ist so laut, ey. Es ballert so in die Ohren. Aber es ist okay. Ich geh rein ins Spiel. Wir schauen uns um. 31 Wicker Avenue. This is it. You sure? I'm sure. At last.
That stench of stale grease about you reminds me too much of my old job. You worked as a waiter? I was a chef, and not in any old kitchen. At the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse. On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still don't know what. Alphonse? So what now? You got a plan? Take a look around, in case there's a rear exit. I'll take the main door. My pleasure. Nähere dich. Bocheninis Haus. Ich würde mich manchmal so gern umgucken in dem Spiel. Das regt mich so auf einfach. So, aber warum sind eigentlich immer die roten Elemente? Kann man das Spiel eigentlich auch farblich machen? Also ich meine, das ist geil, wie es aussieht, aber Operationsstand wird anzeigen. Nee. Hier noch irgendwie, es gibt nur Helligkeit, gibt's noch. Alright. Okay, nee, gut, ich dachte, das hätte mich mal interessiert, ob man es auch farblich machen kann. Oh. Achso, ich dachte, den Hydranten kann man angucken. Gucken wir uns das The an. fact that a criminal like him can hang up his shingle in broad daylight says a lot about Santa Esperanza. Aha. Ich kann jetzt auch nicht rennen, leider, so wie das letzte Mal. Someone took out sections of the fence. Odd. Ist entfernt oder jemand reingefahren? Das sieht doch aus, als hätte da jemand reingefahren. Wer soll denn das mit bloßen Händen entfernen? Oder das hat jemand weggeschweißt. Das kann natürlich auch sein. Aber, nun ja. Ach, geil. Ein Gartenzwerg. Interesting taste. Been centuries since a gardener visited this house. Maybe Boccarini's business isn't going too well. Ich weiß gar nicht, wer die Boccarinos sind. Vielleicht erfährt man ja noch mal was darüber. Es ist sehr linear. Das stört mich manchmal noch an dem Spiel. Okay, wir können hier die Tür angucken. Tür, Klingel. Ein guter Detektiv nimmt die Tür. Sachte. Boccarini? Carlo Boccarini? Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it. Was war da? Boah. Is that our man? Boccarini. My God. We have to find out who did this and why. Let's go. You're the detective, Mr. Ness. Besides, Alphonse will want to see this. I'll be right back. All right. Shit. I have to establish how Boccarini died. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Okay. Schieß Ermittlungspinwand ab. Interessant. Also gucken wir uns die Leiche mal. Holy Christ, what the hell are we up against? Alter. His eyes were pulled clean out of their sockets. Whoever did this, it wasn't their first time. And if they committed any other murders like this, it's likely that the police found some of the bodies. I must remember to ask Alice. Wow, okay. His teeth were all pulled out before he was killed. The buildup of blood inside his mouth speaks for itself. Neuer Hinweis. Okay, wir können hier noch da. Alter. This isn't a cut, it's a tear. His hands were ripped off. Who has that kind of strength? Neuer Hinweis. Ja, weiter noch da? Once he got stuck in there, looks like the bottom of a glass. Alter, warum steckt denn hier ein Trinkglas da rein? Ey, was ist denn kaputt mit diesem Menschen? Alter. Oh, das ist... Pity he won't last till Christmas, because he'd almost passed for a tree. There's no doubt the murderer took his time.
Okay, jetzt haben wir neue Hinweise. Ja, und... Ah. What looks like the bottom of a broken glass buried in Boccarini's back. Okay, wir können uns... The murderer tore Boccarini's hands off. Das ist, glaube ich, ein Hinweis, den man verwenden kann. Und hier? Boccarini's teeth were all pulled out. Ich glaube, das auch. Hands ripped off, teeth torn out. I guess I'll have to rule out criminal intent or a personal angle. Boccarini's eyes still haven't shown up. What if I look for whatever was used to remove them? Dass sie nicht in einem Glas stecken, wundert mich. Bisschen. Okay, diese Pinnwand wird riesig, so wie es aussieht. Alter, ey, was? The blood comes from the other side of the corridor and ends next to the body. He was attacked in the other room and dragged to the hall. Alter, ey. Kratzspuren. The evidence suggests that the events began in the lounge. How did Boccarini encounter his murderer? Machen wir gleich. Ey, warum sagt der, wie hieß der, ich nenne ihn jetzt mal Morpheus oder so, warum sagt er, dass er hinten nichts gefunden hat, wenn wir da hinten ein zersplittertes Fenster haben? Whatever crushed the table must have been really heavy, or maybe it was thrown extremely hard. A perfectly circular dent, as if someone had tried to hammer in a gigantic bolt, around 4 inches in diameter. Hoch. Ich hoffe nicht, dass das Glas war, wobei das wäre wahrscheinlich zerbrochen. Fingernails scratched the wood. Blood ran like water. Okay, neue Hinweise. Ich will ja eigentlich jetzt erstmal alles sammeln, bevor ich hier eins nach dem anderen... Eine Uhr. Aha. Ah, was ist das? Did it break during the struggle, or was it already broken? What kind of person takes off a wristwatch without unfastening it? Or fastens the strap again after taking it off? Blood. Blood everywhere. Blood. Blood is everywhere. Ey, abgefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass die so krass sind, die Fälle. This was opened recently. Eine Jack Daniels Flasche. Oder ist es eine Jack Daniels? Ich weiß es nicht. Smells of whiskey. Neuer Hinweis. Glass on the floor indicates the window was broken from outside. Ja, das ist eigentlich natürlich. Aber wieso? Also, er sagte, hinten wäre nichts, ja? Und hinten ist jetzt ein kaputtes Fenster. Warum sagt er nicht, da hinten ist was? Das ist doch irgendwie nicht ganz richtig. Eine Waffe. There's something under there. How did it wind up under there? Ja, können wir in die Trommel gucken? Not one round fired. It must have happened fast. Oder er kannte ihn und hat deswegen nicht gefeuert. Vielleicht war die Waffe gar nicht... Oh ey, okay, ich habe die Augen noch nicht gefunden. Das wäre jetzt eigentlich erstmal das Wichtigste. Ich wollte ja gerne, dass wir die Augen finden. What is it with Italians and olives? They lap those things up like caviar. Echt? Italiener sind sehr versessen auf Oliven. Like a true bachelor, he should have put these into soak. Hours of scraping to get them clean. Although at this stage, I don't think Boccarini's too worried about that. Ah. 4 glasses. 2 of water, 2 of wine. Er hatte jemanden da. Es war jemand da. I've always been a whiskey man, but I know a good wine when I see one. Es war jemand anderes da. Leftover lasagna, and it looks good. Why is it that 2 out of 3 Italian gangsters are great cooks? I'll never understand what the deal is with them and cooking. The plates and the glasses leave no room for doubt. Boccarini had company for dinner.